Einmal Kellner, immer Kellner. Prost. Gibst du immer so schnell auf? Hallo, du hast doch gehört, was Charlie von meinen Ideen hält. Ja, na und? Es kommt darauf an, was du davon hältst. Toll, Stella, zufällig gehört ihr der Laden. Also ich finde mobile Thekenelemente gar nicht so übel. Kein Scheiß? Und die Idee mit der Lichtinstallation, die hat was. Das wäre so cool. Komme. Ach, aber was soll's? Charlie sieht das eben anders. Vielleicht muss sie einfach mal eine Nacht drüber schlafen. Ich kenne sie besser, das ist nicht ihre Welt. Und warum hast du es ihr dann überhaupt vorgeschlagen? Ach Mann, Stella, weil das einfach super cool wäre. Ich habe das mal auf Ibiza gesehen, in einem Spitzenclub, das war der Hammer. Lass dir doch deine Vision nicht so schnell kaputt machen. Und auch nicht von Charlie Schneider. Ja toll, um was ändert das gar nichts, weil das Schneiders in 100 Jahren noch so aussehen wird wie heute. Ich sag's doch, einmal Kellner, immer Kellner. Nimm's nicht persönlich. Wieso auch? Ich verbringe ja höchstens 60 Stunden die Woche in dem Laden. Spitzenlage, Spitzenpublikum, Spitzenbedienung. Der Laden ist eine Goldgrube, da machen Sie nichts falsch. Warum verkaufen Sie da? Private Gründe, ausschließlich private Gründe. Wovon reden die beiden da eigentlich? Gregor will das No Limits verkaufen. Was? Soll das ein Witz sein? Ja, das hat er schon lange vor, aber dass es jetzt so schnell geht, das hätte ich auch nicht gedacht. Gut, ich rufe Sie an. Ja, aber warten Sie nicht zu lange. Es gibt genug andere Interessenten. Olli, egal was du gerade denkst, ja, schlag's dir aus dem Kopf? Ja, das werden wir ja gleich sehen. Vergiss es, der Laden ist hier eine Nummer zu groß. No risk, no fun, deine eigenen Worte. Du willst den Laden hier verkaufen? Was dagegen, Olli? Warum suchst du dir nicht lieber einen Partner, der dich ein bisschen entlastet? Hallo, einen mit Erfahrung. Mit Erfahrung in der Eventgastronomie, der den Laden ganz nach vorne bringen kann. Ja. Da hast du sicher schon jemand bestimmt im Auge. Hm? Ach, also wenn du mich so fragst, ich hätte gerade ein paar Kapazitäten frei. Selbst gesagt, ich soll an meine Träume glauben. Genau das habe ich jetzt vor. Olli, hör doch einmal auf Christian. Schlaf noch mal eine Nacht drüber. Oder zwei. Ja. Ich habe das anfangs auch unterschätzt. Das ist ein Knochenjob. Ohne Feierabend. Aber hallo. Hallo, seid ihr jetzt fertig? Nein, wir fangen gerade erst an. Nur fürs Protokoll. Ich habe wahrscheinlich mehr Kneipenerfahrung als ihr beiden zusammen, okay? Und das mit der eigenen Kneipe, das ist keine Schnapsidee von mir. Davon träume ich schon ewig. Besonders wieder nach Ibiza jetzt. Olli, so eine Strandbar auf Ibiza, ja? Ist nicht das No Limits in Düsseldorf? Christian, das ist egal. Mann, ich habe auch schon super Ideen für das Objekt hier. Leute, das kann wieder ein richtig cooler Laden werden. Hey, das ist ein cooler Laden. Ja, der in letzter Zeit ziemlich Staub angesetzt hat. Seht ihr den an? Boah, Richter hat er recht. Hey, noch ein Wort und ihr guckt euch mal einen coolen Laden von außen an, ihr zwei. Also, was sagst du zu meinem Angebot? Ich denke drüber nach. Heißt das ja? Das kommt drauf an. Worauf? Wenn du hier einsteigen willst, musst du dich finanziell beteiligen. Kein Problem, dann spreche ich mit meiner Bank. Leute, wozu gibt schließlich Kredite? Sie kennen das No Limits? Gut, dann wissen Sie ja, dass es sich um einen soliden Betrieb handelt. Nein, ich will den Laden nicht kaufen, ich will als Partner mit einsteigen. Ja, ich hatte so an 30.000 Euro gedacht. Gibt's was Neues von Sebastian? Nichts. Lydia ist total am Ende. Das kann ich mir vorstellen. Was für Sicherheiten? Also ich habe keinen reichen Onkel in Amerika, falls Sie das meinen. Ja, aber Sie kennen mein Konzept doch noch gar nicht. Ja, selbstverständlich. Ja, das verstehe ich. Ja, aber wollen Sie sich nicht trotzdem anhören, was ich mit dem Laden vorhätte? Aha, und das können Sie einfach so entscheiden. Ist das Ihr letztes Wort? Gut, danke. Diese elenden Sesselpupser. Weißt du, wenn die Sonne scheint, dann reichen so die Regenschirme, aber wie es regnet wirklich mal, dann gibt's keine. Also nein? Ja, wo soll ich denn Sicherheiten hernehmen? Wenn ich Sicherheiten hätte, bräuchte ich keinen Kredit. Ja, Olli, das brauchst du mir nicht erzählen, ich kenne das. Oh, super, ey. Ich sehe mich in 100 Jahren noch im Schneiders hinter der Theke stehen. Ach, Mann.
Ich würde dir so gerne helfen. Das ist ja das Schlimme. Ich kenne nur Leute, die genauso arme Schweine sind wie ich. Naja, mit einer Ausnahme. Charlie. Ja, toll. Charlie hat doch Geld. Warum fragst du sie nicht? Hallo. Du schon wieder? Ich dachte, du hast heute deinen freien Tag. Ja, ich bin eben der anhängliche Typ. Oder willst du mich wieder davon überzeugen, aus dem Schneiders eine groovige Cocktailbar zu machen? Du hast ja sogar Verstärkung mitgebracht. Keine Angst, das Thema ist vom Tisch. Aber du willst doch was, das sehe ich dir an der Nasenspitze an. Also, das Thema ist folgendes. Ist was mit Sebastian von Lahnstein? Nee, da gibt's noch nichts Neues. Ich habe gerade mit Judith telefoniert. Naja, also dann raus mit der Sprache, los. Ich brauche 30.000 Euro. Du bist meine letzte Chance. Wofür brauchst du denn so viel Geld? Ich will ins No Limits einsteigen, als Gregors Partner. Ist dir also wirklich ernst mit dem Traum von der eigenen Bar? Ja, du wolltest mich ja nicht haben. Also was ist? Kannst du mir das Geld leihen oder nicht? Darüber muss ich erst mal eine Nacht schlafen. Dann sagst du mir morgen Bescheid? Ich weiß nicht, das klingt nicht nach einem guten Geschäft. Ich meine, ich soll dich entbehren, ich verliere meinen besten Kellner und zahle dafür noch Geld. Guck mich an. So sieht ein Loser aus. Du hast das unverschämte Glück, mit so einer Gurke zusammen zu sein. Ja. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Oh, was läuft da denn schief? Warum kriege ich nichts gebacken? Das kann doch langsam kein Zufall mehr sein. Olli, du bist deiner Zeit eben voraus. Die Leute, die sind noch gar nicht bereit für deine Ideen. Olli, im Ernst. Jetzt sei doch nicht so ungeduldig. Früher oder später, da hast du schon deine eigene Bar. 100 Pro. Du willst mich verarschen, oder? Sag mal, spinnst du? Meinst du, ich würde mich über deinen Lebenstraum lustig machen? Sorry, ich bin ein bisschen neben der Spur. Er ist auch nicht gerade optimal gelaufen. Sie haben ihn! Wen? Sebastian! Also die Polizei hat die Kamera geortet, die Jens in seinem Versteck installiert hat. Und David meinte, jetzt finden sie auch Sebastian. Ja, endlich mal eine gute Neuigkeit. Hoffentlich übersteht er das alles. Entschuldigung. Ja, Gregor? Ja, klar, wir sind gleich da. Das war Gregor, der will, dass wir mal eben ins No Limits kommen. Hat er gesagt, warum? Was gibt's denn jetzt zu feiern? Was von Feiern gesagt? Ja, das klang zumindest am Telefon so. Ah ja, jetzt fällt's mir wieder ein. Entschuldigung. Und? Worum geht's denn überhaupt? Es geht um eine Neuigkeit, das No Limits betreffend. Ich habe einen neuen Partner. Was denn für ein Partner? Christian. Ich mache das jetzt nicht mehr alleine. Nein, in Zukunft arbeite ich mit einem neuen Partner zusammen. Vielen Dank auch. Ach, Olli, willst du meinen neuen Partner gar nicht kennenlernen? Ist ein guter Bekannter von dir. No Limits, proudly presents Charlie Schneider. Charlie? Keine Bange, ich schieße nur das Geld vor. Schneiders habe ich schon genug zu tun. Und wer genau ist dann jetzt dein neuer Partner? Ein hoffnungsvoller junger Mann, der mich mit seinen Visionen und seinem grenzenlosen Enthusiasmus restlos überzeugt hat. Nein. Auf meinen neuen Teilhaber Olli Sabel und seine großzügige und sehr reizende Mäzenin Charlie Schneider. Charlie, du bist die Größte. Das vergesse ich dir nie wirklich.